4.190 € Gewinn pro Mitarbeiter. Das ist der deutsche Automobilzulieferer. 30.000 € pro Kopf, das ist der chinesische Wettbewerber. Das ist das Siebenfache. Wir verlieren hier nicht nur Marktanteile, wir verlieren unsere Existenzgrundlage. Und diese Dynamik sehe ich in jedem Tag in den mittelständischen Fertigungsbetrieben. Die Marge versickert still. Warum? Weil die Strukturen nicht mit dem Wachstum mitgewachsen sind. Stellen Sie sich das wie einen Hausbau vor. Wenn Sie neu bauen, fließen alle modernen Erkenntnisse ein. Ihre Grenzen sind nur Ihre Vorstellungen und das Können des Architekten. Sie sind frei. Aber wenn Sie ein bestehendes Haus haben und es modernisieren wollen, dann sind Sie gefangen in tragende Wände, alten Leistungen und Fundament. Diese alte Struktur kann Sie schützen, aber sie kann Sie auch einsperren und ersticken. Genau das passiert gerade in der deutschen Industrie. Wie geht ein Berater bei so einer Lage vor? Der größte Fehler? Symptom und Ursache verwechseln. Das Symptom ist nicht der sinkende Marktanteil, das Symptom ist in dieser massiven Gewinnunterschied von 4.000 zu 30.000 pro Kopf. Das tut weh. Das Kernproblem lautet, durch hohe Altlasten und träge Strukturen fehlt uns der finanzielle Spielraum, um im E-Mobilitätsboom zu investieren. Das führt zu Renditedesaster. Ursache führt zur Wirkung, ganz klar. Ich beweise das mit 3 Hypothesen. Wir klammern uns an margenschwache Verbrennerteile. Die Chinesen kontrollieren die hochmarschige Batterie. Und wenn wir schon am Verbrenner hängen, dann machen wir es wenigstens gescheit, statt uns von der EU selbst abzustrafen. Die Zinslast aus den Boomjahren frisst das operative Ergebnis. Null Cash für Forschung und Entwicklung. Unsere Overheads sind viel zu fett für den brutalen Preiswettbewerb. Diese Hypothesen validiere ich nicht mit 100-seitigen PowerPoint-Studien. Ich brauche 5 harte Fakten. Erstens Marge, Verbrenner versus E-Mobilität. Zweitens Zinslast und Kreditlaufzeiten. Drittens Vertriebs- und Verwaltungskosten. Benchmark zu China. Viertens ziehen die großen Automobilbauer aktiv Aufträge ab. Fünftens Forschungs- und Entwicklungsquote im Batteriebereich. Wir wissen, was weh tut. Wie heilen wir die Wunde? Die strategische Frage ist, wie gewinnen wir Profitabilität zurück? Ich erinnere mich noch, als Schröder den Chinesen den Magnetschwebeband verkauft hat und meinte, das sei Technologie von vorgestern. Wir waren naiv. Wir sind es immer noch. Vergessen Sie SWOT, vergessen Sie Porter's Five Forces. Das hier ist oberflächlich, das ist Seminarraumdenken. Das Tool der Wahl, Value Chain Analyse, gekoppelt mit hartem Competitor Benchmark. Warum? Weil es uns zwingt, die Lücke von 4.000 zu 30.000 nicht als Schicksal, sondern als Prozessfehler zu sehen. Wir gehen jeden Schritt durch, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Zellfertigung. Wo genau sind die Chinesen effizienter und wo sabotieren wir uns selbst? So wie wir es hier im Lande gerne machen. Verträge für günstiges Gas kündigen und sich dann wundern, warum die Energiekosten explodieren. Aber Achtung, zurück zu unserem Tool. Es zeigt nicht, wie wir die Kultur in der Halle ändern müssen. Und es blendet geopolitische Risiken wie EU-Zölle erstmal aus. Ein Tool ist immer nur so gut wie sein blinder Fleck. Und jetzt reden wir Tacheles. Herr Meier, wir verlieren den Anschluss. Unser Marktanteil sinkt. Die Konkurrenz macht pro Kopf das Siebenfache unseres Gewinns. Wir werden vom Gestalter zum Nachzügler. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir abgehängt. Wir tragen das Fett der Boomjahre mit uns herum. Träge Strukturen und eine Zinslast, die genau das Geld blockiert, das wir für die E-Mobilität bräuchten. Mein 3-Punkte-Plan für Sie. Erstens, Finanzrestrukturierung. Wir verhandeln sofort eine Umschuldung. Zinslast runter, Cashflow frei. Zweitens, margenschwache Verbrennersparten verkaufen oder liquidieren. Punkt. Drittens, strukturelle Verschlankung. Overheads abbauen. Statt teuer Eigenentwicklungen gehen wir Joint Ventures mit Batteriespezialisten ein. Was bringt uns das? Wir stoppen das Ausbluten. Wir machen das Unternehmen wieder attraktiv. Als agiler Player oder als Übernahmekandidat, bevor der Markt uns überrollt. Lassen Sie uns Montagmorgen den Plan beschließen. Und genauso funktioniert strategische Analyse. Problem definieren, das richtige Tool wählen und am Ende glasklar pitchen.